Hallo und herzlich willkommen hier im GM-Garten und zum Video für den großen Ernterundgang Ende August, Anfang September. Denn gerade jetzt gibt es jeden Tag etwas Neues zu ernten und genau deshalb habe ich mich hier mit Kisten und Körbchen ausgestattet und nehme euch jetzt einfach mal mit und wir schauen mal, was es so alles zu holen gibt. Und beginnen werde ich den Ernterundgang hier beim Mais. Denn hier sind die Bartfäden schon ordentlich vertrocknet, die Kolben sind ordentlich prall. Bei manchen beginnen die Barthaare auch gerade erst zu vertrocknen. Und wer von euch mir auf Instagram folgt, Profil hier unten, der hat es wahrscheinlich schon gesehen. Ein Großteil der Maiskolben ist schon über dem eigentlichen Erntezeitpunkt leider viel zu hart zum Essen. Deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt den Rest der Maiskolben abzuernten. Zumindest wo ich sehe, dass die Barthaare an den Kolben schon anfangen zu vertrocknen. Und dann werden wir mal schauen, wie viele davon noch zu retten sind. Komm. Bei diesem Kolben hier zum Beispiel kam jede Hilfe zu spät. Und selbiges gilt wahrscheinlich auch für diese beiden hier. Ich mache die zweimal ab und dann zeige ich euch die mal im Detail. Und wie ernte ich meinen Mais? Ich packe den Kolben immer unten an der Wurzel, breche ihn ab. So, dann drehe ich den nochmal so lange, bis ich dann den Kolben in der Hand habe. Anschließend schäle ich den Kolben dann noch. Dafür packe ich mir immer hier oben die Blätter und ziehe die einfach nach unten weg. Aber ich denke, das wissen die meisten von euch eh schon. So, dann schauen wir doch mal rein, was dieser Kolben sagt. Ich habe es mir gedacht. Da die Blätter doch schon sehr vertrocknet waren, haben wir auch hier jetzt das Problem, dass dieser Maiskolben über seiner Erntezeit liegt. Und zwar sehen wir das an den Körnern. Die sind jetzt hier außen schon richtig dunkelgelb. Unten sind sie noch etwas heller. Da ist noch Milchsaft vorhanden. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Nagel reindrücke, dann fließt da kein Milchsaft mehr raus. Die Körner sind hart. Ähnlich wie Popcorn-Mais. Das hier möchte keiner mehr essen. Und glaubt es mir, ich habe es schon versucht. Ich habe die Kolben 20 Minuten lang gekocht, danach noch in Butter gebraten und der Geschmack war gut, aber die Konsistenz möchte man niemandem zumuten. Also könnt ihr euch bestimmt denken, wo diese Art von Maiskolben denn landet. Richtig, bei unseren Freunden, den Hühnchen. Die freuen sich über solche Spielereien. Wenn es der Mensch schon nicht mag, dann soll es wenigstens fürs Tier noch was Gutes sein. Und da das hier jetzt eine ganze Zeit lang dauert, mache ich das hier eben fertig und zeige euch dann die Ausbeute. Tja, das hätte so eine schöne Ernte sein können, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden hätte. Das ist leider alles Mais, der nicht mehr zu gebrauchen ist. Schade. Damit ihr mal den direkten Vergleich seht, das hier ist ein Maiskolben, wie er aussehen sollte. Wenn ich hier jetzt mit dem Fingernagel in so ein Maiskorn reindrücke, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber dann läuft da dieser Milchsaft raus. Das nennt man beim Mais auch die Milchreife. Dann ist der Mais zuckersüß und genießbar. Das ist leider schon drüber. Das kann höchstens noch getrocknet werden und als Saatgut benutzt oder als Futter für die hungrigen Dinosaurier da drüben. Diese 4 Kolben hier könnten also noch genießbar sein. Die werde ich mal in die Pfanne hauen und schauen, ob es den Kindern schmeckt. Und die hier landen bei unseren Dinosauriern. Halb so schlimm, denn für die ist das auch immer eine tolle Abwechslung. Und eine weitere Ernte, die jetzt bei mir ansteht, das ist die Ernte der dicken Gemüsezwiebeln, Sorte Exhibition. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Die sind dieses Jahr so richtig gut gelungen. Die seht ihr aber erst morgen. Gut, für euch ist die Nacht ja wieder mal nur 2 Sekunden lang, denn mir fehlt so langsam wieder das Tageslicht, um den Dreh fortzusetzen. Also, bis gleich.
Und weiter geht's. Na, hier riecht's so, als wäre hier doch eine Sache zu ernten. Schaut euch das mal an. Woran erkennt ihr eine reife Zuckermelone? Oh, ihr riecht sie, bevor ihr sie seht. Schade, das reicht gerade mal für die Kinder. Naja, sie werden es genießen, das weiß ich. Dann wollen wir doch mal sehen, dass wir die Zwiebeln hier endlich aus dem Beet befreien. Also wenn das keine ordentliche Zwiebel ist, dann weiß ich auch nicht. Das Gewicht blende ich euch gleich mal ein. Ich werde die nachher mal auf die Waage packen. Denn das hier ist wirklich ein Ausnahmeexemplar. Zumindest für mich im Garten. Aber im Prinzip sehen die alle gar nicht so schlecht aus in diesem Jahr. Gemüsezwiebel Sorte Exhibition. Kann ich nur empfehlen. Diese Zwiebel hier hat sich zwar schon geteilt, aber ich denke, da kann man einfach beide von verzehren. Und noch ein doppelter Kamerad. Wunderbar. Aus 1 macht 2. Tja, und einer muss natürlich immer aus der Reihe tanzen. Diese Zwiebel hier fühlt sich etwas weich an und sieht von unten auch äußerst komisch aus. Dieses Exemplar hier landet dann halt auf dem Kompost. Ich denke, ich habe auch so genug Zwiebeln. Alle Zwiebeln waren das jetzt immer noch nicht, denn ich habe vereinzelt immer noch hier so eine weiße Gemüsezwiebel rumstehen. Die werde ich aber dann erst bei Bedarf ernten, denn der Keller ist voll mit Stuttgarter Riesen, mit Piroschka-Zwiebeln und jetzt auch noch mit Exhibition. Und jetzt zeige ich euch mal, was bei der Ernte hier im unteren Garten so dabei rumgekommen ist. Ich glaube, damit kann man doch ganz zufrieden sein. Sowohl von der Größe als auch von der Masse her. Das hier sind jetzt auch nicht alle Zwiebeln der Sorte Exhibition, denn im oberen Garten habe ich auch noch ein paar stehen. Da schaue ich gleich mal vorbei und mal gucken, vielleicht können wir die ja auch schon rausholen. Der ewige Kohl wurde inzwischen auch von meinen Eltern das erste Mal beerntet. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich finde den vom Geschmack her einfach spitze, denn der hat nicht so einen penetranten Eigengeschmack, sondern ist eher mild, dafür aber sehr schön bissfest und macht sich einfach verdammt gut als Beilage. So, und hier oben die Exhibition versteckt sich hier unter dem Kürbis. Die sind nicht ganz so groß, sehen aber trotzdem absolut toll aus. Nehmen wir mit, denn Zwiebeln sind ja wohl heiß begehrt. Naja, ich habe aber auch definitiv schon schlechtere Zwiebeln gesehen. Und du kommst auch mit. Ein kleines bisschen trauere ich über die Buschbohnen, denn die sind, wie ihr hier sehen könnt, leider nicht vorhanden. Die habe ich zweimal ausgesät, es ist nicht eine einzige Pflanze gekeimt. Keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Naja, mehr Glück im nächsten Jahr. Für die hier ist es noch ein bisschen früh. Das ist der Knollensellerie Monarch. Den ernte ich bei mir immer erst kurz bevor der erste Frost kommt. Und auch die schönen Hokkaidos dürfen noch ein bisschen an der Pflanze bleiben. Die kommen bei mir immer erst dann ab, wenn hier oben der Stiel komplett verkorkt ist. Was aber jetzt geerntet werden muss, und das regelmäßig, das sind die Tomaten. Und da gehen wir jetzt als nächstes hin.
Schaut euch mal an, was ich gerade beim Durchgehen durch den Folientunnel entdeckt habe. Ist das nicht toll? Endlich ist die Blüte der Artischocke aufgegangen. Ich finde, das ist optisch immer ein richtiges Highlight. Ja, hier wird es definitiv Zeit, dass hier mal wieder durchgeerntet wird. Und was darf man zwischendurch natürlich nicht vergessen? Richtig, das Essen. Das war jetzt eine Mini-Rigotti-Ochsenherztomate. Super süß, klasse Tomatenaroma. Die finde ich richtig gut. Ein bisschen was Scharfes darf es dann auch noch sein. Und nicht nur scharf ist reif, nein, süß auch. Schaut euch mal die tollen Paprika an. Und was sagen die Tomaten im Gewächshaus? Könnt ihr sie hören? Ernte mich, ernte mich. Na dann wollen wir ihrem Hilferuf doch mal nachkommen. Eine meiner Lieblingstomaten in dieser Saison, die Luc Fichois. Und warum? Super Ertrag, tolle Größe für eine Cherry-Tomate und natürlich ein Spitzengeschmack. Für so gelbe Tomaten ja eigentlich ungewöhnlich. Gar nicht so viel Süße, dafür eine tolle Fruchtigkeit. Und ein absolut klasse Tomatenaroma. Luc Fichois kann ich euch nur empfehlen. Und was ist das Schönste an Vielfalt? Schaut euch mal diese Farben an. Bei so einem Anblick macht das Vernaschen der eigenen Ernte doch gleich doppelt so viel Spaß. Na dann kommen wir jetzt mal zu den diesjährigen Schwerstgewichten. Und zwar ist das die Rigotti Gartentomate. Ich mache die mal eben ab und das Gewicht dazu blende ich euch unten ein. Und als nächstes warten die Freilandtomaten auf die Ernte. Ich kann euch sagen, das sieht immer so lustig aus. Ich pflück mal ein paar Tomaten in den Videos. Aber im Ernst, bei den Temperaturen ist das echt harte Arbeit. Man sieht es mir vielleicht an. Ich sehe mal ein bisschen zerrupft aus nach der Ernte. Aber hey, da kann ich nichts dran ändern. Und auch hier bei den Auberginen gibt es demnächst vielleicht doch die ein oder andere zum Ernten. Hätte ich ja fast nicht mehr mit gerechnet, dass da überhaupt noch was dran kommt. Einfach ein absolut verrücktes Jahr. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Von manchen von euch kriege ich ja regelmäßige Updates, was euren Garten angeht. Aber ihr wisst, ich lese so gerne von euch. Also schreibt, was ihr könnt. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und ihr bekommt auch immer eine Antwort von mir. Vielen, vielen Dank. Däumchen nach oben nicht vergessen. Und bevor ich das vergesse, schaut euch mal die Pflanzen an.
Im letzten Video waren die ja noch zerfressen von der Kraut- und Braunfäule und jetzt so gut wie keine Spur mehr davon. Gerade hier die Sugar Plum Raspberry sah richtig schlimm aus. Ich habe einfach nur das untere Laub entfernt. Hier kommt frisches Laub nach, ohne Anzeichen der Kraut- und Braunfäule. Und dasselbe gilt auch für die Black Cherry. Das untere Laub wurde entfernt. Hier oben, ja, vielleicht mal ein Blatt, was ein bisschen anfällig aussieht. Der Rest super vital. Und auch das gleiche Bild hier drüben bei der Dream of Madagascar. Hier war das Laub stark befallen, deswegen musste ich viel Laub entfernen. Aber nach oben hin hat sie neues Laub gebildet und das ist top gesund. Also auch bei ersten Anzeichen der Kraut- und Braunfäule nicht gleich die Flinte ins Korn schmeißen. Die Zucchinis konnte ich auch größtenteils von Mehltau befreien und da werde ich wohl demnächst auch wieder was ernten können. Der Grünkohl hier in den Kübeln wächst einfach prächtig. Den könnte man jetzt auch schon zeitweise immer mal wieder beernten. Wir warten allerdings trotzdem immer, bis der erste Frost drüber geht, denn dann hat er doch dieses gewisse Etwas, was den Grünkohl doch so super schmackhaft macht. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Ernterundgang Ende August, Anfang September. Das hier ist jetzt ein Teil der Ausbeute. Ich hoffe, wie immer, euch hat das Video gefallen. Wenn es so war, zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt was unten in die Kommentare. Wie sind eure Tomatenernten gelaufen? Ähnlich schleppend wie bei mir oder habt ihr massig Tomaten geerntet? Also was ich sagen kann, bei mir wird die Ernte dieses Jahr definitiv nicht für Tomatensauce reichen oder für nicht viel Tomatensauce. Finde ich allerdings auch nicht schlimm, denn wenn man sie so frisch genießt, dann sind doch noch alle wertvollen Vitamine und Inhaltsstoffe enthalten. Und wer weiß, vielleicht wird es im nächsten Jahr dann wieder ein richtig tolles Tomatenjahr. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss und bis dann hier aus dem GM Garten.